Lieber Woife, meine sehr verehrten Gäste, und ich tue das in der Begrüßung gerne in Cumulo, denn ich weiß, Woife, dass es dir nicht wichtig ist, ob einer ein Amt hat, ob einer in gewisser Couleur politisch aktiv ist oder sonst einen besonderen Dienstgrad hat, das ist dir nicht wichtig. Wichtig ist dir, dass heute Menschen da sind, vor allen Dingen Menschen, die Menschen mögen, die die Natur mögen, die Tiere mögen, die die Pflanzen mögen. Die Menschen sind dir wichtig, und wenn ich da so durchschaue, dann sehe ich sehr viele von denen, weil du hast die auch eingeladen, wir sind ja auch wegen dir da. Ich bin jetzt 2 Jahre Tourismuschef in Bodenmais und habe von Anfang an gesagt, ich möchte gerne nachhaltigen, werthaltigen und Qualitätstourismus in Bodenmais etablieren. Das war mir von Anfang an wichtig. Und ich glaube, ich kann nach 2 Jahren sagen, bis heute, und du bist das beste Beispiel dafür, ist es eigentlich bisher gelungen. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir sind auf einem, meine ich, sehr, sehr guten Weg. Und bei einem solchen Weg kommt dir ab und zu einmal auch das Glück zu Hilfe. Und man schaut so ein bisschen ins Facebook rein, das war so vor 1,5 Jahren, und da sehe ich plötzlich ein Gesicht. Also ein Gesicht ist übertrieben, es war ein Hut mit vielen Haaren. Und ich habe mir gedacht, das ist ein interessanter Mensch, das muss ein interessanter Mensch sein. Und habe mir ein bisschen so reingelesen, das, was er so postet. Und so vor 1,5 Jahren, da hat er so eine kleine Krise gehabt. Das war so ein bisschen so ein Thema, wo er sagt, Mensch, ich glaube, ich verlasse meine Heimat. Das war so zwischen den Zeilen so ein bisschen zum Raushören. Und ich habe mir gedacht, der Mensch, der so seine Heimat liebt und der dann plötzlich einen Gedanken hat, die Heimat zu verlassen, das kann es nicht sein. Also muss man versuchen, diesen Menschen auch einmal kennenzulernen, ihm vielleicht auch zu helfen oder vielleicht auch einmal ein bisschen was über ihn in Erfahrung zu bringen. Und habe mir ein bisschen im Umfeld so umgehört und habe immer mehr gemerkt, dass das ein ganz besonderer Mensch ist, den ich da in Facebook entdeckt habe. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, jetzt machst du mit ihm mal einen Termin. Und die Antwort war dann, ich kann nächste Woche, insofern keiner stirbt. Da habe ich dann erst auf dem Weg erfahren, was er eigentlich beruflich macht. Und dann habe ich dann einmal mit den Zwieseler Bürgermeister geredet und habe gesagt, Junge, halt deine Leute auf Trab, die sollen jetzt mal eine Woche lang durchhalten, weil ich habe einen Termin mit Woife. Den Termin haben wir dann wahrgenommen, den haben wir gemacht, dann kam er zur Tür rein. Habe ihn das erste Mal lebend gesehen. Da habe ich mir gedacht, hoppla, der Mensch füllt ja den Raum ordentlich aus. Aber, und das sage ich jetzt ganz bewusst, der füllt den Raum nicht nur körperlich aus, sondern der hat auch eine unglaubliche Aura. Der hat eine unglaubliche Atmosphäre. Und ich glaube, wir waren uns relativ schnell sympathisch. Du warst einmal gegenüber am Tisch gesessen und wir haben uns so unterhalten, wie könnte denn das so weitergehen, was kannst du für uns tun? Und da habe ich ein bisschen so reingehört, dass er gerne in die Natur geht, dass er den Menschen eigentlich sagen möchte, das, was er gelernt hat über die Natur, dass er eigentlich auch, sagen wir mal, Urlaubern gerade das näher bringen kann, was Leute in Köln, Essen, Hamburg, Dresden, Zwickau eben nicht haben. Natur, wie wir sie im Bayerischen Wald haben. Und da waren wir uns relativ schnell einig, der Woife wird das neue Gesicht für nachhaltigen Tourismus bei uns in Bodenmais. Und seitdem haben wir sehr viele Erfolge, glaube ich, auch miteinander gefeiert. Natürlich hauptsächlich dein Verdienst, aber für dich war es neu vielleicht, ich sage es einmal bewusst, vermarktet zu werden. Das ist vielleicht ein negativer Begriff, aber du musstest dich auch erst dran gewöhnen. Aber wir haben uns damit eigentlich zufrieden gegeben, haben gesagt, es ist ja keine monetäre Vermarktung, sondern es ist eine zu sagen, ich bringe den Menschen einfach irgendwas näher, nämlich das Gefühl zurück zur Natur, mit der Natur eins zu sein, auch ein bisschen, ja, diesen Konsum, in dem wir leben, einfach mal zu vergessen und zu sagen, Mensch, es gibt doch ganz andere Werte in unserer Gesellschaft und diese Gesellschaft ist so wertvoll, dass wir es eigentlich den Menschen sagen müssen. Und deswegen bin ich halt richtig froh, dass wir als BTM dir diesen Abend schenken dürfen. Und ich bin auch richtig froh, und das ist auch das einzigste Mal, wo ich vielleicht heute Abend einen kleinen Applaus, einen großen Applaus brauche. Denn meine Mitarbeiterin, die Lisa Wurm, hat das alles selbstständig organisiert. Und zwar ist es ihre erste Veranstaltung, die sie für uns eigenständig organisiert. Und bis jetzt hast du ein volles Haus. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Woife, es ist dein Abend.
ich wünsche dir einen, so wie du ihn dir wünschst, mit viel Menschlichkeit, mit viel Gefühl. Und wenn du jetzt hier rauf auf die Bühne kommst, du bist nämlich jetzt auch an dieser Stelle dran, dann ist, wenn man dich anschaut, für 2 kein Platz. Deswegen verschwinde ich auch an der Stelle. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Genießt es einfach und nehmt das mit heim, was dem Woife so wichtig ist. Vielen herzlichen Dank.